Heute geht es um eine nagelneue Marke in unserem Sortiment und zwar um Rarecraft. Stay tuned! Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max und ich darf euch heute eine brandneue Marke in unserem Sortiment vorstellen. Und zwar geht es um die Marke Rarecraft aus Polen. Das ist tatsächlich noch eine relativ junge und kleine Marke, auf die wir, ich sage tatsächlich mal, eher zufällig aufmerksam geworden sind. Aber das ist mal eine Marke, die hat uns von vornherein überzeugt. Mit allen Produkten, mit dem gesamten Auftreten hat uns dieses Gesamtpaket, muss ich sagen, hat uns echt umgehauen. Und deshalb bin ich super froh, dass wir diese Marke auch aufnehmen konnten in unser Sortiment und dass ich euch gleich zwei Produkte auf einmal vorstellen darf. Und zwar habe ich zum einen den Navigator Pre-Styler und ich zeige euch im zweiten noch die Entropy Wax Pomade. Ich hatte ja in früheren Videos, habe ich mal gesagt, dass ich kein Fan vom Föhnen der Haare bin. An sich daran, kleines Geheimnis, ich bin einfach eine unheimlich faule Sau. Und ganz ehrlich, die Vorstellung und dann jetzt noch den Föhn rausholen und hier und da und sowieso, nee, war nichts für mich. So, jetzt habe ich aber das Ganze mal versucht mit einem Pre-Styler und das Ganze einzuföhnen. Und ich muss sagen, mein innerer Schweinehund freut sich wahnsinnig, denn dieser eine Schritt mehr mit Föhn in die Hand und Produkt einföhnen macht nämlich das Stylen und das Verwenden von einem anderen Produkt nachher so viel einfacher und es spart mir so viel Zeit, dass ich letztendlich mich quasi darauf ausruhen kann, dass ich sagen kann, sweet, es scheint zwar ein bisschen mehr Aufwand zu sein, aber am Ende habe ich viel, viel weniger zu tun. Und ich muss sagen, das Ganze gefällt mir sehr, sehr gut, gerade jetzt, wo es wärmer wird im Sommer. Da ist es bei mir, bei meinen Haaren so, entweder muss ich einfach nur was ganz Grobes, Wasserbasiertes schmieren, wovon ich kein so ein Riesenfan bin, oder einfach die knüppelharten, ölbasierten Pomaden und auch die verlieren irgendwann einfach mal an Halt. Da ist es tatsächlich egal, irgendwann verlieren auch diese Pomaden an Halt. Und somit mit so einem Pre-Styler habe auch ich jetzt rausgefunden, dass ich mit meinen Haaren halt unheimlich gut zurechtkomme, weil ich mich erstens schon mal einen Grundhalt geben kann. Obwohl es ein wasserbasiertes Produkt ist, wird es nicht zu fest, nicht zu hart. Und ich kann auf der anderen Seite noch eine ölbasierte oben drauf schmieren, die zusätzlich Pflege gibt, die das Ganze geschmeidiger macht. Und, Vorteil vom Pre-Styler, ich kann auch ein bisschen weichere, also Firm-Pomaden funktionieren jetzt auch hervorragend bei mir. Und dann ist es im Grunde fast egal, wie warm es draußen ist. Und genau deshalb habe ich mir jetzt zwei solche Produkte rausgesucht. Und zwar, wie gesagt, zum einen ist es der Navigator Pre-Styler. Ich halte das Ganze mal in die Kamera. Ich finde, es ist ein unheimlich starkes Motiv. Die Art der Zeichnung, ich habe von Kunst leider zu wenig Ahnung. Ich kann jetzt den Stil nicht richtig beschreiben, aber ich weiß, dass er mir gefällt und das ist für mich das Wichtigste. Kommt her in einer super soliden Glasflasche, also super hochwertig, hat einen tollen Pumpkopf mit relativ kurzer Hubwirkung, also ein bisschen anders als bei den Lockerts Pre-Stylern. Der hier verstopft euch dann nämlich auch nicht so sehr. Kommt super gut daher, hat hinten auch nochmal die Angaben mit Halt, Volumen, was am Ende bei rumkommen soll. Alles in allem finde ich das Hammer. Als nächstes die Entropy Wax Pomade. Hier sind wir jetzt, was das Design angeht, ein bisschen eine andere Richtung, wirkt fast ein bisschen psychedelisch auf mich. Hat auch mal was komplett anderes ist irgendwie ganz cool. Man sieht obendrauf das Rarecraft mit einem angedeuteten Lux, einem stilistischen Lux. Ist auch ein bisschen shiny, also glitzert ein bisschen, vollkommen abgefahren. Finde ich tatsächlich auch mal ziemlich cool, weil es mal was komplett anderes ist. Und was auch noch ein bisschen anders ist, oder halt im Vergleich zu vielen anderen Pomaden, die Tiegel, die Glastiegel,
kommen, wenn sie ganz neu sind. Hier seht ihr vielleicht noch die Reste mit einem Siegel. Also ihr seht sofort, ob diese Pomade, sag ich, schon mal verwendet wurde oder ob da irgendjemand schon mal dran gedreht hat. Die sind alle versiegelt, was quasi nochmal so ein frischer Hinweis ist. Genau. Hier ebenfalls angegeben, welchen Halt, welchen Glanz, wie viel Volumen und alles es am Ende gibt. Also alles relativ ausführlich beschrieben. Finde ich richtig cool. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Jetzt komme ich dann aber mal zur Anwendung. Ich habe mir gestern einen ganz frischen Schnitt geholt. Meine Haare sind bis auf einen kleinen Spritzer Hairtonic und aber eine gute Menge Wasser produktfrei. Wasser deshalb, denn so einen Pre-Styler benutze ich am allerliebsten noch ins wirklich gut feuchte Haar. Dann lässt er sich noch leichter einbringen und danach ist das Föhnen auch richtig, richtig leicht. Deshalb fange ich jetzt mal damit an. Erst einmal finde ich auch super praktisch. Es gibt dieses Auf-Zu, also Open-Close, einfach nur drehen, einfache Drehung und dann passt das schon. Geht super easy raus. Ihr merkt gleich in der Hand, das ist richtig flüssig. Ich traue mich gar nicht, die Hand noch weiter zu drehen. Super flüssig, leicht gelblich, weiße Masse mit einem unheimlich tollen Duft. Der Alex hat gesagt, meine ich gemeint, dass das Phenom für ihn nach Keksteig riecht, aber da kennt er das hier noch nicht. Das ist purer Biskuitteig, man hat ein bisschen was Orangiges dabei, vielleicht eine ganz, ganz kleine Schokonote. Der Matthias hat gemeint, ihn erinnert das an diese Softcakes. Die kennt ihr bestimmt, unten mit diesem Softcakes, oben der Schoko drüber. Daran erinnert der Duft. Also, und ihr kennt mich, ich bin Fan von zitrischen, süßen Düften. Ich bin absolut begeistert von dem Duft. Ich finde den super gut. Ich bin riesen Fan davon. So, jetzt fangen wir gleich mal an. Ihr habt gesehen, das waren 2 Pumper. Sollte, meine ich, für den Anfang auch reichen, denn im Haar gibt euch der Pre-Styler einen ungefähr Firm Halt. Also natürlich wieder je nach angewendeter Menge bekommt ihr mehr oder weniger. Ja, war vielleicht doch einer zu wenig. Nehmen wir mal noch einen. Genau, bekommt ihr einen Firm Halt ungefähr. Ihr könntet, denke ich, bin ich mir auch relativ sicher, das Ganze auch als Standalone hernehmen, wenn ihr trockene Haare habt. Also wenn ihr eure Haare dann einfach schon mal geföhnt habt und dann nur ein bisschen was mit rein, dann funktioniert das, meine ich, auch ziemlich gut. Aber ich möchte es ja jetzt ganz, ganz bewusst als Pre-Styler hernehmen und dann schon mal ein bisschen föhnen. So, ihr habt gesehen, das Einarbeiten, das ist ein Witz. Also man kann es im Grunde nicht Einarbeiten nennen. Alles bedeckt. Finde ich dann auch einen Riesenvorteil, gerade jetzt, wenn man produktfrei ist. Lassen sich so flüssige Produkte einfach so einfach einbringen in die Haare, dass ihr guten Gewissen sagen könnt, ich habe wirklich überall Produkt. Und das gefällt mir dabei dann auch super gut. So, jetzt kämme ich mir die Haare nochmal grob nach hinten, so, um eventuell lose Haare nochmal rauszuziehen, um irgendeine gewisse Grundrichtung zu finden und auch für mich, dass ich meine Scheitellinie finde. Die ziehe ich mir nämlich jetzt. So, ihr habt es gesehen, ich habe sie erstmal alle nach hinten, dann mit der groben Seite nochmal lang gezogen. Jetzt kann ich mir hier die Haare sortieren. Ich ziehe die hier nach unten und ich ziehe die anderen einfach erstmal grob rüber. Das ist jetzt im Grunde, das mache ich mit einem normalen Produkt, mache ich das nicht anders. Jetzt kommt aber der Föhn ins Spiel. So. War es auch schon mit dem Föhnen. Super einfach, wenn ihr mal den Bogen raus habt. Und ich habe es auch geschafft. Also dann traue ich euch das auch zu. Wenn ihr dann mal den Bogen raus habt, werdet ihr merken, wie viel Arbeit euch das sparen könnt. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe jetzt tatsächlich nur relativ simpel ein bisschen von unten geföhnt und bin leicht gegen die Wuchsrichtung in einer Art Welle nach oben gegangen. Das ist besonders, wenn ihr Haare mit sehr wenig Volumen habt. Dann erreicht ihr somit gleich automatisch viel mehr Volumen und könnt auch noch schön in die Höhe bauen. Ich zeige euch mal jetzt, das
das erste Ergebnis, was ich nämlich auch meinte, dass ihr das Produkt theoretisch auch als Standalone hernehmen könntet. Denn ich habe jetzt einen super angenehmen, smoothen Halt, sage ich mal. Wir sind hier im Firm-Bereich. Vielleicht, weil ich ein bisschen mehr genommen habe, hätte ich ein bisschen länger geföhnt, hätte ich auch noch mehr Halt reinbekommen. Aber im Grunde kriegt ihr auch so schon eine super Frisur hin. Das heißt, ihr könnt ihn eben nicht nur als Pre-Styler hernehmen, sondern auch als Standalone-Produkt. Ich zeige auch jetzt schon mal ungefähr den fertigen Glanz, sage ich mal. Das finale Finish ist natürlich noch nicht ganz final, weil das noch ein bisschen matter werden würde. Allerdings, das Lässige ist, das Coole daran, ihr bekommt keine strohtrockenen Haare oder ähnliches. Es bleibt, ihr merkt, ihr habt Produkt in den Haaren, aber es ist doch ein recht fluffiges, flexibles Produkt, auch später noch. Und das gefällt mir super gut, deshalb nehme ich halt inzwischen super gern verwende ich gerne solche Produkte. So, jetzt mache ich weiter und gehe jetzt eben auf die Entropy Wax Pomade ein. Ich zeige sie euch mal von innen. Ihr seht, das ist eine klassische wachsbasierte Pomade. Also super, ich möchte jetzt nicht sagen schlicht und simpel, aber halt so, wie ihr es kennt, so wie ihr es gewohnt seid und so wie ihr es lieben gelernt habt. Und es ist einfach richtig, richtig gut. Wir haben auch ganz, ganz klassische Inhaltsstoffe, da ist nichts Unnötiges mit drinnen. Wir haben natürlich ein bisschen Petrolat, also wir haben Vaseline, wir haben mikrokristallines Wachs mit drinnen. Und dann gibt es noch einen Haufen toller Öle, die zur Pflege da sind und die euch ein bisschen Glanz geben und die auch für den Duft sorgen. Und zwar, ich finde ihn umwerfend. Ich finde ihn einfach umwerfend. Der ist am Anfang aus dem Tiegel raus und das erste Schnuppern ist fast ein bisschen Suavecito-esque. Also kommt ganz leicht an diese Frische von Suavecito ran. Aber dann gerade im Haar merkt ihr, dass wir da ein bisschen Bergamott noch mit drinnen haben. Ganz bisschen Zitrone eben und aber auch einen Hauch von Sichuan-Pfeffer. Was super cool ist, weil das nochmal so eine Würze mit reinstrahlt. Also das ist, ja, ich bin ein Riesenfan von diesem Duft. Und der hält euch auch den ganzen Tag an. Der wird natürlich, wenn ihr euch jetzt den halben Tiegel in die Haare schmiert, dann nehmt ihr das immer ordentlich wahr. Aber ansonsten ist das so ein Duft, der durchaus immer präsent ist, aber nicht zu präsent einfach die Tür aufreißt und den ganzen Raum einnimmt, sondern der sich dezent, der klopft an und sagt, hallo, ich bin hier und ich gehe aber nicht so schnell. Vielleicht ist das so ein bisschen verständlich. Also ich bin ein riesen Fan von diesem Duft. Ich zeige euch mal die Entnahme. Die ist nämlich relativ witzig, sage ich mal. Wir haben nämlich, es ist eine Firm Hold ölbasierte Pomade. Wenn ihr jetzt aber mit eurem Finger in diese Dose reingeht, in diesen Tiegel reingeht, dann habt ihr bin ich mir zumindest ziemlich sicher, ein Gefühl der Entnahme, das ihr so noch nicht kanntet. Es fühlt sich nämlich fast an wie ein bisschen festeres Mousse. Also wie Mousse au Chocolat oder so. Als wären da tatsächlich noch ein paar Luftbläschen oder so mit drinnen. Und dementsprechend einfach ist auch der Breakdown. Ihr habt es gesehen, zweimal habe ich gerade meine Hände verrieben und es ist alles weg. Es ist jetzt nur ein brutal toller Duft in meinen Händen, aber ich habe im Grunde keinerlei Rückstände, keine Flakes, kein nichts, kein gar nichts. Und das finde ich tatsächlich sehr faszinierend und auch mit ein Alleinstellungsmerkmal dieser Pomade, was das Ganze für mich noch toller macht. So, ihr seht es. Genau, anders als normal. Ich habe den Scheitel ja schon definiert, das heißt, da muss ich jetzt gar nicht mehr viel machen, den habe ich schon. Jetzt bin ich dann beim Einbringen, natürlich gehe ich da ein bisschen anders vor, aber es ist im Grunde kaum ein Unterschied. Ich passe halt einfach nur auf, dass ich mir den Scheitel nicht mehr zerwerfe. Aber trotzdem, gerade weil produktfrei gewesen, immer noch schauen, dass ich schön nach unten bis an die Haarwurzeln komme und wirklich alles mit reinpacke. Dann gibt es jetzt hier für die Seiten noch ein bisschen Produkt. Soll ja auch alles schön glänzen und halten. So, dann noch mal oben drauf schmeißen. Und ihr seht schon, das ist, obwohl ich jetzt nochmal so durchgefahren bin und alles, die Grundform,
die ist immer noch am Start, die ist immer noch da, was halt eben auch dem Prestyler zu verdanken ist. Also das Ganze in Kombination, es ist einfach super. Es ist wirklich super. Und weil ich auch die Lockharts Prestyler erwähnt habe und der Alex ja in seinem Video meinte, das findet ihr jetzt hier, dass die ein Gamechanger sind für ihn, muss ich ihm absolut recht geben. Da kann ich ihm nicht widersprechen. Und ich muss tatsächlich aber auch sagen, dass sich der Navigator Prestyler, der braucht sich da in keinen Schatten stellen. Ich finde, der reiht sich da optimal ein. Der steht den anderen dreien in nichts nach, weil es ein wirklich, wirklich tolles Produkt ist. Ja, ihr merkt, ich bin hin und weg davon. So, Styling, jetzt dann recht einfach. Ich mache es jetzt wie beim Föhnen auch schon, dass ich leicht so mir die Welle reinpacke. Das gefällt mir zurzeit nämlich recht gut. Ich ziehe sie mir jetzt hier hinten nur noch gerade. Und da ist dann jetzt tatsächlich für mich das Schwierigste, das Aufwendigste, gerade nach einem ganz neuen Schnitt, dass ich hinten den Wirbel und die Haare, dass ich die gescheit hinbekomme, dass ich die richtig legen, ist aber an sich mit diesen Produkten auch überhaupt kein Problem. Ziehen wir hier den Scheitel noch gerade. So, Dawn und Flyaway, das machen wir weg. Ziehen hier noch. Genau, also wie gesagt, es ist die Entropy Wax Pomade ist eine Firm Hold Pomade par excellence. Also ganz ehrlich, das ist, könnt ihr locker vom Halt her und allem mit einer Goon Grease zum Beispiel vergleichen, obwohl ich tatsächlich zugeben muss, dass die Verarbeitung noch einfacher ist. Also die ist so dermaßen easy, die Verarbeitung. Ihr habt es gesehen, der Breakdown ist ja quasi nicht vorhanden. Das Produkt ist im Grunde sofort verrieben. Da bin ich auch sehr begeistert von. Gefällt mir richtig gut. Bleibt natürlich ölbasiert typisch den ganzen Tag flexibel. Duft habe ich ja schon gesagt, ist immer sehr angenehm präsent. Glanz, ja. Vielleicht eine Spur weniger als eine Goon Grease, aber doch eine gute Portion Glanz vorhanden. Vielleicht erkennt man es jetzt auch, obwohl ich den Prestyler drunter habe, der an sich doch eher matt ist da schon eine sehr, sehr angenehme Menge Glanz, sage ich mal, vorhanden. Also bin ich auch super begeistert. So, ihr habt jetzt gesehen, ich bin 2-3 Mal durch die Haare durch und ich bin im Grunde fertig. Ich bin jetzt echt super zufrieden. Hätte ich das früher gewusst mit diesen Prestylern, naja, anderes Thema. Also ich kann euch sagen, schaut euch die Produkte von Rarecraft an. Das ist eine unheimlich tolle Marke, wie wir alle festgestellt haben. Die haben wahnsinnig viel Leidenschaft da reingesteckt. Die haben unheimlich tolle Düfte entwickelt. Die findet ihr so auch nicht wirklich in vielen anderen Produkten. Also ich bin tatsächlich wirklich, wirklich froh. Es freut mich sehr, dass wir die Marke aufgenommen haben. Besonders, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, die Kombination aus dem Navigator und der Entropy Wax Pomade gefällt mir persönlich super gut. Die Düfte harmonieren toll. Also mir bleibt nichts anderes als zu sagen, schaut euch die Marke mal an. Und lasst uns doch mal wissen, was ihr denn so von diesen Produkten haltet. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und denkt vielleicht auch dran, einfach mal ein Like da zu lassen. Dann sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Max.